Plötzlich ist das ein bisschen lange Zeit oder laatste Mal, als ich hier Gelegenheit hatte, hier zu stehen. Und freut mich, war hier zu sein. Weil wir uns erst opneigen zum Gott umbeten. Gott, wir kommen für die von der Samaris und wir danken dir für dein Wort. Wir freuen besonders, Gott muss die durch mir reden, dass ich nicht dürfen dein Stich sein, dass dein Wort können von dir klar zu verstehen sein, nicht meine Wert, nicht meine Ideen, aber dort wird immer, wird die für uns hast von dir, muss dort klar sein und haupt dort ich kann nicht ein Stich sein. Wir freuen uns den Segen und den Leben der Jesus, dass uns das mal eine Unterstunde hier zu leben. Wir danken dir, dass ihr in unserem Mad bist und muss die heilig werden. In Jesu Namen. Amen. De Überschrift für die Ondag, was Gott mir gegeven hat von dir, habe ich gestaltet als das Latste Gebote. Das Latste Gebote. So, ich weiß nicht, was ihr denken von das Latste Gebote. Vielleicht denkt ihr an von 5. Mose, wo Gott Moses die 10 Geboten gab. Und das 10. Gebot redet davon, dass einer soll nicht aufgänzlich sein, nicht dort janken, was er nur behaft. Aber nur das ist nicht, von was ich von dir reden will. Vielleicht denkt einer dann, das letzte Ding, was Jesus sagt, er trägt den Himmel vor. Dort, wir sollen wiedergehen in alle Welt in Jünger merken. Das ist das letzte Ding, was Jesus sagt. Aber no, das ist nicht, von was ich von dir will vertellen. Ich weiß nicht, von was ihr denken. Aber ich wollte nicht gut sagen, was das ist. Das letzte Gebot, von was ich will von dir vertellen, das ist vielleicht nicht das letzte Ding, was geschrieben ist. Ich würde vielleicht ein andere Wort bringen, anstatt das letzte. Vielleicht würde ich sagen, die Erfüllung von den Geboten. Naja, aber wir sind ja nicht genug, wir sind nicht mehr gesagt, ne? Aber doch, was sagt Jesus? Er sagt, ich habe Befehlen gegeben, ich habe Dinge gesagt, das sollen wir einfach tun. Was ein einziger von der Einzigen ist, wir sollen Buße tun. Das ist einfach ein Befehl. Das ist ein Befehl von Jesus. Jeder Mensch muss Buße tun. Jesus sagt, das ist einfach ein Bemuss. Von wie wollen Jesus annehmen? Wir müssen Buße tun. Jesus sagt, kommt, folgt mir nach. Kommt mir heran. Das ist einfach ein Gebot. Das ist interessant, das ist eigentlich eine Schule wie als ich das lernen, wo einer muss Buchstaben taubstellen, wie taubstellen, dass das alles wird sein Hand von einer dort wird Luther lesen. Mir wird alles bloß auswendig gelehrt. Ich will nicht können sagen, was auf Englisch ist das Wort Noun, was ist das und was ist dort. Ich würde nicht können sagen, aber ich weiß, wo das muss. Ich kann die Dinge taubstellen. Und nie dort, wie unsere Kinder zuschauen, fange ich an, die Dinge zu lernen. Nie weet ik niet meer bloos waarom ik al deze dingen allemaal gedaan heb. Nie weet ik wo dat trof. Nie weet ik wat jeder part van dat woord, of wat jeder woord bedienen deed, en wo dat maar opgesteld. Nie verstehe ik dat. Nie kon ik dat beter verstaan. En van een ze staat en gaat zijn woord aankijkt, kan dat zo leicht zijn. Welke soort zijn het, dat is een vrouw, ook wenn ich geen vrouw tekent is, du bist een vrouw erbij. Welke dingen dat is een antwoord. En welke, dat is einfach ganz klar zu sein, das ist ein Befehl von Gott, was wir sollen tun. Und das traf uns alle. So, was wird dann bedienen von einem, wird sein, die Erfüllung, das Letzte, die Erfüllung von den Geboten. Ich hoffe, jene Verstand dreht. In Matthäus 22, Vers 36 bis 40, wir wollen Luther dort lesen. Jesus redet von was der grootste Gebot ist. Was der grootste Gebot ist. Wer weiß, was der grootste Gebot ist? Bloß Hand abheben, von ihr weiß. Ihr braucht das nicht sagen. Wer weiß, was der grootste Gebot ist? Was Jesus sagt. Wir wollen bald dazu kommen. Aber ich darf nicht direkt von dort auch nicht vertellen von dir. Das hängt von dort auf. Aber dort ist auch nicht mehr dort. Paulus sagt in 1. Korinther 13, er hat ein ganzes Kapitel über das Thema geschrieben. Und das handelt sich Leib.
Hij sagt, er zijn nog op 1 van de kapitel, sagt, er zijn nog 3 dingen wat nog blijven. Glauben, hooping en lief. En de grootste is lief. Werkelijke lief, dat is de grootste. Over de laatste tijd heeft ons prediker Herman een deel van geld gereed. En we weten dat de lief van geld hebben, geldgierig zijn, dat is de wortel van zeer veel slechter. We hebben te wählen, wo wir ons Leben wollen haben. Haben wir unser Leben in ehrliche Dinge, als ons Leben in Geld, als in eine Person, das ist viel besser. Aber nur ein als ons Leben für Gott gegenüber. Wenn ihr in der Bibel in Matthäus 22 gedreht habt, dann wollen wir durch die Vers lesen, von 36 bis 40, das sagt es dort. Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Was ist das erste, das vornehmste Gesetz, oder die Gebot in Gesetz? Vers 37 sagt, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Wir sagen Gott, mit alles, was wir haben, sollen wir am Leben. Mit uns Verstand, uns Kraft, unsere Seele, alles, was wir haben, wir sollen Gott leben. Und das ist das erste und das größte Gebot. Vers 39 sagt, das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Der Nächsten leben ist wie uns selbst leben. Das meint, von uns hungert, dann wie sein, was sei busig, du nur ans Buch gefällt wird, nicht? Von uns Nächsten hungert, und wie mehr haben es, was uns fehlt, und wir tun nichts davon, wo können wir sagen, dass wir haben Leben für den Nächsten? Wenn wir nichts damit tun. Aber das erste ist, wir sagen Gott leben mit alles, was wir haben, und das zweite ist, uns Nächsten. Und Jesus sagt, von diesem Gebot, du hängt all das andere von das auf. Das ist das erste und das größte. Aber wir wollen nicht in das Latste kommen. 1. Johannes 2, Vers 9 sagt es dort, wer das sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und ist kein Ärgernis bei ihm. Wir sagen fertig, ja, wir sind Gott gut, wir haben Leben für Gott. Wir leben am. Aber ans Nächsten, nachdem wir das Leibste nicht nach Heimelbrücken sein. Wenn ich bloß nicht dürfte, den Wahre treffen. Ja, ich hasse den nicht wirklich, aber ich gleich dem bloß nicht. Ich würde hier nicht wollen den sein. Aber Gott sagt uns klar, uns durch sind Dinge, dass wir ans Nächsten auch gut sein. Vergeben, Leib haben. In Sprüche Kapitel 10, Vers 12 sagt, Hast erreicht Hader, aber Liebe deckt zu alle Übertretungen. Hast, von wie in Hut haben, von wie der Mensch nicht leiden kann, dort lädt ein bei Streit, in Problemen, in Troubles. Aber von wie Leib haben, dort bedeckt die Sinn. So, was ist es dann? Wir sollen die Sinn sein, oh, das ist nicht so schlecht. Ja, die Hass für mich gestohlen, die was andere was gegen Gott und gegen mich, aber war wir bloß von verjähren. Ist das, was er bedient hat? No. Das ist nicht, was er bedient. Du hast abrechtlich mit gehandelt. Aber was ist das Ziel? Wenn es für einen Menschen von mir, was weichstellt, und als schuldig für Gott und mich, was ich habe arg getan, und ich den aber mit Leib behandeln. Das ist ganz anders, als wenn ich den mit Hass behandeln. Nicht? Wir sind jetzt zudeckt, der macht Freundschaft. Wer aber diese Sache aufrührt, der macht Freunde und eins. Von wie ein Ziel ist, dass wir wollen Leib wiesen. Wir können mit diesen schweren Dingen umgehen und so ein Weg, der Menschen taub bringt, in einer Stadt, der ihn einredet. Ich weiß nicht, du in so einer Stadt warst, in so einem Anfall, wo auf einmal dann sagt einer erst Wort, und da ist so im Bett so
so ein Eis in die Stufe zwischen ein paar Menschen, das ist kalt zwischen ein paar Menschen, dann sagt einer ein Ding, und dann bricht das alle zwei und lässt es los und dann sind die Menschen bloß up in Lüd, in Dal, und das Streiterei, das fängt an. Vielleicht sei wie selbst der Jan, je weiß, was das getan hat, nicht? Wofür besser ist es nicht von einer weiter als all Trouble? Das ist das zwischen den Menschen, und einer kämpft aber mit Leib und handelt damit, dann probieren erst das ist zu verschmelzen, und dann probieren die Menschen sagen, wo können wir noch wahre Taub schaffen? Wo können wir das wahre Taub bringen? Das selbst denkt mit Handeln, das meint nicht, dass wir die Brücken bloß, no, Luther Tag, das Sinn, Luther Tag, du brauchst nicht mehr von uns reden, no, aber wo wir damit umgehen. Wir haben einen großen Unterschied. Wenn in 1. Korinther 13 liest, von Vers 5 bis 6, ich wollte den Vers nicht lesen, aber ich wollte Ihnen die Möglichkeit, dort zu lesen. Ich würde sagen, das sind 3 Dinge besonders, wo du kannst kriegen, was Life nicht ist und was es wirklich ist. Eine von diesen Dingen, was Life nicht ist, das ist nicht ein Bild, Gefühl, wo eine bloß auf einmal fällt, eine Denan, das von einer besiegten Wach oder auf dem Wach geht oder was immer, und du hast ein Lach und eine Haft nicht gesehen, und einmal plumpst eine Denan, hast eine Lach gefallen, so, und die sind in Live gefallen. Ich konnte nichts damit zu tun, der wir wegen ich konnte nicht abgepost, ich wusste nicht, wo ich war, und auf einmal wir hineingefallen, so, und die sind in Live, und ich konnte nichts damit tun, ich sah einen Lach. Und dann auf einmal kommt einer von Lach reden, als er nicht mehr in Live, so, ich konnte mich nicht so befreien oder was immer. Ich hatte eine echte Person gefangen, ich bin angefallen, die sind nicht zurückgekommen. Das ist nicht Live. Live ist nicht so ein Bild, Gefühl, was an der Lachbahn ist, wo der anfällt. Das ist nicht Live. Live ist auch nicht Geschlechtsverkehr zwischen Morgen und Früh. Der physische, intimische Geschenk für Morgen und Früh in Eheleben, das ist auch nicht Live. Das hat damit zu tun, aber das ist nicht Live. Live ist auch nicht, dass von einem Freund oder einer Person, wo einer sagt, ja, ich habe Live für dich, von der ganz schlechte, anklickige Ideen hat, wo einer weiß, das hat keine Grund, das wird nicht schaffen, oder das ist bloß ganz arg, das jeden Gott oder was immer. Live meint nicht, dass einer dann mit den Menschen all die Dinge angestatten, was er tut. Das ist auch nicht live. Aber das ist, nicht weil ich vielleicht ein bisschen Hosenstich nennen kann, aber das ist in der Welt ganz openbaar und das ist alle Wege in der Welt. Von die nicht kostet andere Menschen, die nicht dahin tolerieren, und was die meinen mit tolerieren, das meint die mit so angestatten, und dann, wo schlecht und sinnvoll das ist, dann gleicht die da nicht. Wenn die dort nicht was angestatten. Und das ist in der Welt. Und das sagen wir ganz klar mit den Gesetzen, wo in unserer Provinz, gerade hier in Kanada und Ontario, wo wir in unseren Gesetzen hier kennen sein. Wenigstens ganz klar, von wie nicht wollen dort angestatten, dort ein Mann sich will mit dem Mann befreien, von wie die nicht wollen angestatten. Nicht bloß, dass wir wollen sein, so. Das ist in der Welt, das kommt nicht in der Kirche an. Wir wollen nicht rächen für was getan wird, sind das, aber wir wollen das auch nicht angestatten. No, das ist nicht gut genug. Nur die Gesetze, nur wie man angestatten mit dort, was sie tun. Das ist nicht genug, dass wir da bloß entluten das tun und sagen, so, dort uns bloß nicht an und wir wollen ihn auch nicht rächen. No, wir sollen angestatten damit. Das ist, was er wird tolerieren und Leib wird bedienen in der Welt. Aber die wollen ein bisschen dichter dabei kommen. Wo ist das dann, von wir als Brüder und Schwestern und Herren, auf einmal dann haben wir was gelesen in der Bibel, wir haben ein Vers gefunden, und nur das eine Vers, nur dann muss das so sein in der Bibel. Und wir glauben das und wir nehmen das an, das muss so sein. Aber wir haben nicht wieder gekickt zu all den anderen Vers, wo das einklicken wird, oder vielleicht, was der andere sieht von der Wahrheit beschrieben wird. Wir haben das eine Ding, haben wir davon genommen, und wir sind wieder gegangen, und ich kommt ans Bruder und sagt, hey, ich gleich die Seier. Und er kann sein, die besten hier vor im Bett von der Wahrheit eine sieht von Peter aufhüpfen. Ich sage die Gott, ich gleich die, pass ab. Aber wir sagen so, die kostet nicht angestatten, wo ich da, die gleicht mir nicht, gut hier fort, ich will nicht mit dir da. Vielleicht ist aber nicht ganz so euch. Aber das erste Bett dich bei, nicht? Wenigstens das ist doch biblisch, wir haben das gefunden, die angestatten mir nicht. Warum? So, nu wollen wir terug von den Hosenstich raufkommen. Das ist Dinge, was Leib nicht ist. Was ist wirkliche Leib?
von diesen Versen in 1. Korinther 13, ich würde sagen, wings ein Port davon, live as ein Ding, wo die kost wählen. Die kost wählen, ist die Wurst leben oder nicht. Dat is voor die de Entscheidung te maken. Dat is voor mij de Entscheidung te maken. En van einer dat recht entscheidt, dat je feilen komen hingen. En dat zijn wunderbare fijne je feilen. Dat van einer in zijn frühen stoutliche zijn heeft, en dan kan hij de hand houden. En dat sparkt recht bij de vingers. En het vangt aan flanks de arm een beetje warm te worden. En dan komt het ganz hier bij het hart. En dat wordt ganz lang warm. En zijn gezicht wordt meest een beetje rood. Het kan zijn, en zijn gezicht wordt ook al een beetje rood door. Ja, live heeft met je feilen te doen. Maar dat vangt er niet aan. Dat vangt aan met een entscheidung. En in een eigen leven, een weg van dat uitspreken, dat zo de fysische, intimische Geschlechtsverkehr. Dat is een part van dat. Maar dat alleen is niet live. Dat zal een uitspraking zijn van je leven. Live meint, dat van we een persoon leven, dan we down in ongestaten. Maar in waarheid. En van we zijn dat wij van de waarheid te ene zijde Peter afhebsen, dat we echt klaar en live zijn. Hey, ik ben die goud. Maar ik kan zijn, wat die zegt, is nog niet aardig damit, maar dat is het eigen dichtbij van Peter afhebsen. Was die werkelijk erop? Dat was eigen dichtbij. Dat is een waarheid en live een warning geven. Ik weet niet wat een plottisch woord is voor dat. Maar moest deze einde oppassen voor de slechte ideeën of plans wat ze hebben, wat ze vielleicht niet zelfs hebben kunnen zijn. Du winkst, brück wie ans einander. Du winkst, erst dat nicht, dat wir sollen jeder ans in der Kirche anfangen. Winkst, ich weiß nicht, ist der Krieg auf dieser Welt noch eine Person, wo Krieg 100% alles so gleicht ist, wo ich das tue. Ich bedoel, ist das Schrift. Ich glaube nicht mal selbst all die Dinge von dem, was ich gestern deed. Aber du winkst veel dat wir uns alle taub schroffen. Dat wir uns einkleiden. Gott hat nicht alle Wahrheit zu dir allein openbaart. Der hat nicht alle Wahrheit zu mir openbaart. Der hat uns dat er taub passt. Dat wir taub schroffen können. Du winkst veel aan verschiedene soorten mensen. Jesus zei dat eerste en dat grootste gebod is God te leven. Met alles wat we hebben. Alles wat we hebben. En dan zegt hij in Johannes Kapitel 15, hij zegt in vers 12 en 13, hij zegt, das is mijn gebod. Het is ganz klar, hij zegt, dit is mijn gebod. Dit is mijn bevel. Dat ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. Hij zegt, dit is mijn bevel. Ik beveel dit aan jent als mijn ginger, je zal niet ondereinander leven. Krijg dus ik jent geleefd ha. En wat bedoelt het? Waar heeft Jezus ons geleefd? Denkt wel aan, wat van de plans en wat van de dingen wat Jezus wil erreiken in hemel. Ik weet niet wat het in hemel is. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat het schrijft, wat hij doet, wat hij schrijft aan, of wat hij wil doen, ik weet niet. Maar ik stel me aan, dat het niet bloos een stad wo nichts passiert. Ik geloof er passieren een duil dingen. Ik geloof er passieren een duil dingen. En, aber nie soll Jesus von der Ewigkeit rauskommen und sich laat je mehr und zum Mensch worden und hier habt ihr für 33 Jahre leben, bloß dass er wird kann zu nichts gesagt worden, schlechte Dinge von ihm gerät, verkehlt, sein Leben abgeben und man reicht es sein Futter, wo sein Regenmatten zu drehen, wegen der Sinn, was er wird ab sich nehmen. Das tut er alles für uns. En einmal ist das so, na ja, ich würde gleich wie diese steht, zu diesen Klockentiet zu sein, aber ich bin roots eingeworden, dass mein Bruder, mein Saster fehlt halb. Aber dit und dit, was ich mir ewig halt an, das weg ja aus der Person, was halb fehlt. Und hier, ich wünschte, wie ein Spiel krieg hier, wenn ich rede viel daher zu mir, ich glaube, was sagt wäre. Die Dinge, was ich will reden, sind für uns so wichtig. Ik vergeet van de andere mensen ihre dingen, wat die ook gaan wilt erreiken van die, of deze werk, of wat allemaal.
Oder was an sie Kinder haben wollt tun. Oder was immer das kann sein. Aber Jesus sagt, ein anderer Leben, das ich ging gelebt habe. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und nicht nur bloß dort, er gibt sein Leben, als wir nicht mehr Freund werden. Wir werden seine Feind. Und er gibt dann sein Leben für uns. Das ist das große Leben. Das große Leben. 1. Korinther 13, Vers 13 sagt, dass Glauben, Hoffnung und Leben sind die größten Charaktereigenschaften, die es gibt. Und der größte ist Leben. Der größte ist Leben. Ich rede davon, dass wir uns Brüder sein in der Nöte und wir sagen bloß, na, ich weiß, die hast bloß ein Unge haben und ein Kartland gewachsen und das Schneid bieten, aber gut mal eine Hüse sieht wo. Und dann hat er nicht damit. Das ist meine Übersetzung von Jakobus 2, Vers 15 und 16. Das ist nicht, was die Bibel sagt, aber das dient du noch an. Wenn wir nicht tun und wir sagen bloß gut und sieht warm, oder ich weiß, die hast nichts zu essen, aber gut mal und was mal Sort. Hat die mal Sort. Aber die hat nichts zu essen, was haupt das zu sein? Der wird Hand keine Kraft, von der dort es dort sagt. Dort ist nicht live. Gott hat uns das gewesen, was wirkliche Life deed. Dat trifft einer, dat einer erst wat schafft, dat einer wat deed. De Life, wat ik van mijn vrij had, dat drijft me dat ik over 3600 kilometer voert om me met haar bevrijen. De Life, wat Jesus, wat God voor de mensen heeft, dat drauf am, dat hij, of dat milk am, dat hij wil zijn zoon geven, dat we kunnen leven. Johannes 3:16. So wat is deze laatste Gebote? In 1. Timotheus 1, Vers 5, dat zegt es dit. Als de eerste hier ben in deze kerk, wat zij gleich rekenen te schaffen, met nummers te schaffen. Wir gleich mit nummers. Meer dat schijn met nummers te schaffen. Want er zijn bloß 3 soorten mensen op de wereld. Zo'n wat rekenen kennen en zo'n wat niet kennen. Meer het rekenen zou schijn. En hier sagt het hier, in 1. Timotheus 1, Vers 5, dat zegt es dit. Denn die Hauptsache von einer Nummers talen, die einer hat eine lange Liste Nummers, und einer hat verschiedene Dinge rechnen, und einer hat hier eine Samen, hier hat einer diese Nummers taub geteilt, und hier hat einer diese, und hier hat einer diese, und jemand einer die alle taub, und das eng, das ist die Antwort auf eng, das ist die Hauptsamen. Von all diese verschiedenen Probleme, die einer hat, muss uitvingen, und dann das alle taub, hier auf eng, das ist die Hauptsamen. Die Hauptsamen. Der Schein von einer, aber der Hauptsamen kommt. So, nie weiter, nie rechte Antwort. Und von dort stammt, dass dort die rechte Antwort ist. Dort geht Schein, das fällt sich bloß sehr warm hier. Nicht ganz so gut, dass von der Friedrich bekommt, aber das fällt sich fein. Der Hauptsamen. So hier sagt es in 1. Timotheus 1, Vers 5, denn die Hauptsache des Gebotes ist Liebe. So all diese Dinge, was Jesus gesagt hat, wir sollen Buße tun, wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen Frieden haben und tun, was die Menschen sagen, wir sollen ein Licht sein für die Welt. All die Dinge, was Jesus sagt, die Gebote, was er gegeben hat, was wir sollen leben und uns leben, von wir all diese Dinge erst verstehen und die Leben tun, wenn wir in Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 uns verstehen, das fängt an zu verändern, dass wir das nie wird, durch Gott sein wird. Von alles, was fehlt, dass wir würden kein bei dieser Hauptsam kommen, dass der wirkliche Leib wir an uns bauen. Von alles, was fehlt, dass Gott wird sagen, so, nicht Billy, nicht sagt die mal durch, und sagt du, was die Leib in den Hort hast für jede Person. Dann hat Jesus nicht durch all die Geboten geben für uns. Hat er das nicht durch. Aber Gott wisst, wo Menschen schaffen. Er weiß, wo uns Verstand schafft. Er weiß von der, dass uns fehlt, dass wir in Gottes Wort band sind. Dass Gottes Wort verändert uns Verstand. Dass wenn wir ein Eiven in das Leben tun, was Jesus sieht, was wir sollen tun, mit all diesen Dingen, was er uns befehlt hat, dort ändert uns.
Wir können nicht bloß so nicht halt mein Leben für den Nächsten. Das schafft nicht. Der Hauptsache von den Geboten als Leben. Von wir diese Dinge anfangen zu leben, das merkt nicht, dass wir da so ein Pharisäer worden und das macht ich nie eine Maschine, ich mache das. No, das fängt an, dass wir wirklich anfangen zu leben. Und das kommt natural von uns raus, wenn das, was wir hinein getan haben, das hat uns geändert und wir leben dort aus. Und das kommt von unserem Hang, von unserem Mehl, von unserem Fight. Das kommt von allwegen raus. Wenn das, was nie hier bin ist, wenn Gott hat das geschaffen. Der Hauptsam, oder der Erfüllung, oder das Eng von den Geboten, von dem Gesetz, was Jesus uns gegeben hat als Leib. Und das schafft darin von reinem Herzen und von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben. Das Eng der Erfüllung als wirkliche Leib, mit einem reinen Hort, ein goudet und reines Gewissen, ein wahre, echte Glauben. Diese 3 Dinge, weil wir bei Kart kijken, wat het bedienen, dat een reine Hort haben. Dat heeft te doen met onze motieven. Met krijg in deze moment, wat drijft me dat ik dit doe, wat ik doe? Waarom zei ik wat ik zei? Waarom ga ik de hand waar ik ga? Waarom schaf ik dat wat ik schaf? Waarom denk ik wat ik denk? Het heeft te doen met wat drijft me wat ik doe? Wat als je een hort ben? Een rein gewassen, een goud gewassen, heeft te doen met al die dingen wat overgaan zijn. Die dingen wat een gedaan heeft, gezegd heeft, wat te hingen zijn. Wist du wie dat ging was? Als ons gewassen rein, als het fijn, of drijf we zware lasten hingen aan, wanneer die dingen wat opgezet zijn. En, echte geloven, aan ziel, dat naar wat we verab kijken dan. Dat zo worden zoals Jezus. En een dag, zoals Frankel van vertalen deed, dat ons voort op eenmaal wat leichter worden, dat we kunnen ook naar hemel. Dat ziel als hemel. Woorden geloven voor de toekomst. Voor we aan een rein hart denken, en zo gaat het bijspel wat we in de Bijbel vinden, is Apostelgeschichte, kapitel 5, van Ananias en Sapphira. Met de slechte motieven wat die hadden. Wat die deden weer goud. Die hadden je een grote bit land verkauft en hadden een grote som geld gegeven to de kerk. Dat is een fijne ding, niet? Wer hier bent, wird sagen, von wie wissen eine Person in unserer Kirche hat een grote bit land en die hat het verkauft en hat vielleicht 1/4 van dat geld naar de kerk gegeven. Wie würden bloß gedacht haben, wow, der Mensch als Gott heeft. Gott sei Dank, dat zo'n mens, dat ik kan zo'n mens, ik wil zo worden als die mens is, niet? Van er ganz klar wordt gezegd hebben, ik heb 1/4 zu de kerk gegeven, de andere 3/4, nee, dat heb ik me niet het huis gekauft. Wenn wir fehlt nach een huis, dat is ganz klar. Nicht hingerig, nicht pleitsch, alles klar aus. Nicht, aber von dem Mensch, der gesagt hat, ich habe alles der kerk gegeven, aber eine Week zei ik uit, die heeft bloß een viertel Gott gegeven. Dat zelfs je denkt over mijn andere motief, een andere oorzaak waarom hij dat deed, dat neemt een gouden ding en merkt dat slecht, niet? Wens een proeft bloß noem te merken voor zichzelf en de andere, dat is werkelijk en dat is klaar. Die hadden een gouden ding gedaan. Maar God sloeg in dood. God sloeg in dood. Wens dat wat hij dreef, zodat te doen. In Psalm, kapitel 24, vers 3 en 4 sagt, wer wird auf des Herrn Berg gehen und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich. Ich würde das eins mal schwer zu lesen für mich. Aber wer wird in Gott sein Borg auf den Hügel nachklottern kann,
Als Jugendliche mir dat allemaal zei, schijn nachher je mir dat schijne boy klotteren. Aber dit is een andere soort boy. Dit is God zijn boy. Wer kon doen ab? Wer kon er stoen in de heilige stad? Die met hang wat niet schuldig zijn. En die wat een reine hart have. Die wat dat deed, wings die haven abbrechen, Isaac, waarom hij die dingen deed, wat hij deed. Matthäus 4, Vers 8 sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Een reine hart, die wollen Gott sein. Gisteren zo is wie met de familie, wie een beetje een Geschichtenbuch, een christelijke Geschichtenbuch durchlezen doen, een kapitel jedes Uwes, en we lezen ook Bibelvers, wat er met te doen heeft, als familie. En gisteren zo geven een lange Hosenstechen, ging sehr schijn, maar die hadden veel vrouwen over Gatsendienst en verschillende dingen als dort, wat er opkwam. En een ding, wie die vrouwen, wie waarom würden Menschen, wat dat hadden gezien, wat God deed, en van Egypten uitbrengen, en het duurde niet lang, er waren dezelfde Menschen, wat dat hadden gezien, en die hadden ze van Geld een afgod gemaakt. En willen dit afgod aanbidden. Waarom wordt het passeren? Waarom worden Menschen zo ankleurd zijn? En wir van mijn kinderen bloß niet klar. Waarom worden Menschen dat doen? En een ganz leicht, dit is niet de einzige Ursache, maar een ganz klar is, dit met Geld kan keinmal mijn hart aankijken zijn wat hier ben is. So ik bruk bloos hier zo dat aanbeden en wat immer ik moet eten brengen en dat verbranden, of ik moet een bijslag en dat daheim brengen, of wat immer het is. Deze bitterlijke dingen, dat kan en zo. Ik ga dit gedaan, ik ga dit gedaan, ik ga dit gedaan, zo. Niet is dat part van mijn leven goed. Nu is mijn schuldgevoel bedacht, want ik ga deze God, falsche God, ongebed. En die kan ik weer zo leven als ik wil. De slechte, schwierige dingen, wat immer hier ben, is dat ze doen, want dit biedt God, wordt anders. Maar de werkelijke God, die kijkt in ons hart en die kan zijn wat de ben is. Dus het reine is er niet. In Hebräer 10, Vers 22 sagt es, so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigen Herzen, mit einem wahren Hort, einem wirklichen Hort, in vollem Glauben, voll mit Glauben, und der Glauben muss an Jesus sein, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen, sie das losgeworden von dem schlechten Gewissen, das rein geworden und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Dat is niet dat bloos reine Woede drinken oder Tamboeren dat reine Woede dat merkt een zijn Wasser en hart rein. Aber Gott sein Wort, als eins muss so gesagt, als das frische Woede drinken, dat merkt ein frisch, merkt ein rein vom Bahn. Ein reine Hart. Dat tweede is een reine Gewassen. Winks op 2 steden in de Apostelgeschichte in Kapitel 23, in Kapitel 24, en besonders in 3 brieven, wat de Apostel Paulus geschreven heeft, hij redt van dat hij heeft een reine Gewassen. Hij heeft een reine Gewassen. En dan in zoveel meer steden redt Paulus davon, hoe wichtig het is te doen en te schaffen en te tragen, dat eine niet wordt de nächsten zijn Gewassen wordt slechter aandoen. Het is niet bloos dat hij zelfs een reine Gewassen had. Hij streed er nu dat hij niet voor den andere mens eerst wordt aandoen, dat den zijn Gewassen wordt slechter wordt passeren. Als we in de Bibelschool weer, een van onze Bibelschoolleeraars, hij was op dat een tractor voeren met gumreden wie sind. Zo was hij op. Dan op eenmaal bekeerd zijn voeren. En den zijn voeren die vond aan in de Bibel te lezen. En die niet zo lang. Als das Jong weer abgewagt, dan kijkt hij uit en zijn papa die meer gumreifen aan zijn tractor schon. En das Jong, den bohrt dort gewassen. Die komt eruit en zegt zijn papa, aber papa, wat is die? Dat is je zin wat die hier schafft. En de papa zegt, no, ik had de Bibel ganz sterk gelezen. Ik had het meest eenmaal sterk gelezen. En het is niet de baan van gumreifen dat zin is. Het is niet de baan dat ieder reifen goed is. Heeft niets met reifen te doen. En we merken ons hier te niets dat verbruikt bloos het geld, we kunnen te verschillende goede dingen gaan, dat bruiken we bloos hier allemaal op ons land
wie wollen wir nicht einen Gummreifen bringen? Und dit Jung, den sind gewassen, dort bohrt an. Und den Vater sagt, okay, Jung, die sollst von der Traktor fahren. Und er sagt, Papa, merk mir das nicht da. Und mein Gewassen, das lässt mich bloß nicht. Ich weiß, was die sagt, und ich will auch selbst die Bibel durchlesen, so die hast. Aber was nicht, ich kann bloß nicht da. Und ich Vater, wie er sei, klug und sei weiß. Einmal, wo er sagt, das wird bloß rebellisch sein. Er will bloß nicht Traktor fahren. Aber der Vater weiß, den Jungen ging dort so Scheintraktor fahren. Das hat nichts mit rebellisch sein zu tun. Das wir wirklich sehen, Gewassen, bohrt an. Und der Weser Vater sagt so, but die Gewassen, die dort lässt, brauchst du nicht Traktor fahren. Aber die muss die Gewassen lernen, dass das nicht Sinn ist. Dort muss die Gewassen lernen. Wisst ihr, dass wir können unsere Wassen haben artig eingestellt? Von wie viel mit welchen Dingen zu tun haben, unsere Wassen dort wird hart, das wird kalt. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1 und 2, das sagt es das. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhängen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. So das sagt er in den lute Tiden, die wollen so eine sein, was die wollen ihr Glauben abgeben, die wollen nicht abgeben, weggeben, und die wollen nicht diese schlechte Geste harchen, und man reicht die Feind ihre Lehren harchen. Und der nächste Vers gibt uns ein Bild, wo das passiert ist. Durch die so in Gleichnerei Lügen reden, Gleichnerei wie ein ganz fremdes Wort für mich, das englische Wort ist Hypocrisy, und plötzlich würde ich sagen, vielleicht heucheln, muss ein Ding sein, ein anderes Ding tun. Und das durch liehen, und dann sagt er, und Brandmal in ihrem Gewissen haben. Ich weiß nicht, erst wir hier nach Mulhof von einer langen nicht auf Eten gemerkt und dann einmal dann wollen erst was bruden. Und haben eine verjäten erst was die Bahn in Porn nannte merken, vielleicht haben eine kein Butter gebraucht oder was immer. Und auf einmal fängt er an, sehr stark zu regnen. Dann kommt ein seine Früh in die Haus, das war hier vor uns mal, ist eine wohl die Früh in Favor down und was feinet down für Überraschung mit was feinet. Und kommt sie dann, was ist verbrannt in Haus, das stinkt. Na ja, nicht sagen, dass dort noch mal passiert bei uns Haus, aber almost dort angebrannt, dort versenkt. Einige Menschen haben ihren Gewassen versenkt. Und dort passiert von einer zu viel mit erst Dingen, was, das ist nicht wirklich Sinn, aber das ist vielleicht sei dich bei, aber das ist vielleicht nicht so schlecht. Und dann, das in der dort, dann bohrt ein sein Gewassen, aber und einer das dann immer mehr, und auf einmal ist ein sein Gewassen versenkt, dass einer das nicht mal antwortet von einer, was schlecht das. Das klappt nicht mehr an. Und du denkst dann, was die Menschen, ich glaube nicht, dass ein Mensch ein Tag als unfair für Jesus und der hat so viel Gott zu tun. Und dass der den nächsten Tag erst Lüges von den Feind annimmt. Aber wie sagt, die Gewassen versenken. Und dann fangen die Gelegenheit an, besser zu leben. Von einem Gewassen nicht so rein ist, habe ich erst noch mal geprüft von den Gewassen, das dort ist, und dann geprüft von einer, dort sitzt hier ein Mensch, der ist reit von Jesus zu hören. Und einer wird sagen, gut wird sein. Und der erste klappt an, aber ein sein Gewassen ist nicht rein. Dann hat einer, wird sehr viel Kraft, was zu sein? No, dann hat einer kein Kraft. Dann will einer was sein, aber das stummert bloß. Und das wird vielleicht das sein, und dann denkt einer bloß an all die Dinge, die wird mir das verraten, und für dort habe ich noch eine Antwort. Das ist besser, ich sage bloß nicht. Ein Mensch zu Jesus zu gewinnen, hat nichts zu tun mit was von der Werde einer braucht. Das hat was zu tun, aber das Wichtigste ist nicht der Wert, was einer braucht. Das Wichtigste ist, wo ist ein sein Hort, wo ist ein sein Gewassen. Und da ist eine ewige Sorge, Gott schafft an den Mensch. Gott ist der Mensch, was der Mensch bekehrt, nicht einer. Einer braucht bloß treu sein, dort wird Gott fragt. Das ist Gott seine Arbeit, den Mensch zu werden, zu bekehren. Und ich rede hier von Erfahrung, dass von einer Prüfwort von Jesus zu vertalen und ein sein Gewassen nicht rein ist, dass es keine Kraft dabei ist. Das geht nicht. Einer kann die ganz perfekte
Argumente in der Schrift weiten, in die Geschichte, aber von der Wasser nicht rein ist. Das ist kein Kraft Gottes zu sein. In Hebräer Kapitel 9, Vers 9, das sagt, welche ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, nach welchem Gaben und Opfer geopfert werden, die nicht keinen vollkommen machen nach dem Gewissen, denn der Gottesdienst tut. All diese Opfer, was im Alten Testament passiert, all das Opfer, das wir, was Gott befehlt hat, das soll passiert werden, aber das möchte nicht der Gewissen rein. Das können nicht. Aber von einer dort ein Vergleich nimmt mit ein paar Vers wieder in Vers 14, auch in Kapitel 9, das sagt, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. All diese, das Feuer und all diese Dinge opfern, das wir im Alten Testament, das muss passieren. Das soll sein. Aber das kann nicht die Gewissen reinigen. Aber das einmal Jesus sich selbst geopfert hat, dort kann uns Gewissen reinigen. Und das freut sich so fern, von einer erst wird gedreht, rumgeschlapt hat, und das war die Dinge, die von hängen runterschlappen, oder das war, aber von dann, von einer dort mal kann uppenbaren, und für jeden Frauen, trage mir wo das fehlt, aber muss Buße tun, und wo das fehlt, dort zu bekennen. Das ist wunderbar, wo leicht einer dann fehlt. Und ich meine, als ein Christ hat das einmal für lange, kleine Dinge mitgeschlafen, einmal große Dinge mitgeschlafen als Christ. Und ich hatte doch eigentlich gefeilt von einer Nicht-Christ wie, und dann Christ war, wo leicht das wir. Aber als Christ diese Dinge hängen runterschlafen, und dann von einer dort bekannt kann, dass ein Bild war von, wo das feilt, das erste Mal, wo einer hat Jesus gekannt, oder anfangen zu kennen, von einer so leicht war Wort. Das ist wunderbar. Und so sollen wir leben, mit dem reinen Gewissen. Und dort jetzt schein. Durch jetzt das christliche Leben soll schein. Mit diesen Dingen hängen runterschlafen, jetzt nicht soll schein. Reine Gewissen. Und dann auch noch wirklicher Glauben. Das ist nicht ein blind Glauben. Weit wie man reicht, woran wir Gott im Wort glauben. Ich was ab in einer Kirche, wo zwei Dinge besonders klar gepredigt werden. Ein Ding wir, dass das Gott sein wird. Du hast kein Zweifel ever, dass mich von ganz klein an geprägt und dort weiter und du zweifelst ich nicht ever. Das ist Gott sein wird. Und dort habe ich in der Kirche gelehrt. Und ein Ding ist, ein Tag, wo wir fern gerecht kommen. Die Dinge, wo ich vielleicht nicht so viel regnen darf von dir, brauche ich nicht von vertalen. Aber die zwei Dinge besonders habe ich durchgelehrt und die sind nachher bei mir bei. Ich hole die nachher. Und die sind gute Dinge. Das ist Gott sein Wort. Aber erst bloß ein blinge Glauben. Ein Glauben, was kein Fundament hat, bloß die haben mir das gesagt und ich nehme das an, ich esse so. No, das ist ein wunderbares Fundament. Ich will nicht sehr viel von den Dingen vertellen, aber wisst ihr dort, dass von der ganzen Geschichte, all die Geschichtenbücher, die einer in der Schule hat, von den Dingen, die passiert sind in der Vergangenheit, die Bibel ist dalle abrechtig und kriegt, was die Dinge passiert sind, wo die passiert sind, als erst ein anderes Geschichtenbuch. Das hat die Dinge dabei klarer und besser als die anderen. Das sind Wasser, Bücher in Geschichte, besonders von einer, und denkt an Julius Caesar, von einem König von Rom. Mehr als 100 Jahre Luther werden die Dinge von ihm geschrieben. Und die Menschen, die die Geschichte studieren in der Welt, die sagen, dass diese Dinge, die von ihm geschrieben sind, mehr als 100 Jahre Luther, die sind 100% abrechtig, das stimmt. Und es sind weniger als 10 andere Menschen, die erst geschrieben haben, die dort angestellt von der Zeit. Weniger als 10. Und wir haben keine Menschen, die nach Leben dort, die dort gesehen hat,
die Zeit, wo diese Bücher geschrieben werden. Die werden alle nu kommen von dem, was das gesehen hat. Aber das Neue Testament allein hat mehr als 24.000 Dokumente, was zu der selben Zeit geschrieben wird, als was das Neue Testament selbst geschrieben wird. Mehr als 24.000 andere Schreiben, was nicht in der Bibel sind, was das in Städten da wird geschrieben ist. 24.000. Na, diese andere Bücher von Geschichte, die haben wir 10, mehr als 100 Jahre Luther geschrieben, und die nehmen das an. Aber das Neue Testament hat 24.000, was während die aus 100 Jahren Luther geschrieben sind, was die Dinge passieren werden. Und die sind alle in der Zeit, wo die meisten Menschen, die das noch lesen können, die leben, als die Dinge passieren werden. So die würden Hand abstellen und sagen, no, das dort wird es nicht. Wenn die leben noch, wo das gesehen haben. Und das ist nicht eine Beschreibung für einen Mensch, wo die Wahrheit spricht. Wo er sagt, no, das ist nicht so. Das ist nicht ein. 24, wo das angestanden, 24.000, und nicht ein, wo die Gegenschrift geschrieben ist. Warum zweifeln wir, dass Gott sein Wort ist? Warum zweifeln wir? Das ist nicht ein blinder Glauben. Das ist ein festes Fundament. Uns fehlt es nicht, diese Dinge zu weiten. Wir sollen das Glauben, um diese Dinge zu weiten. Aber dort zu weiten, das soll uns Glauben streiten. Das soll uns abwehren, uns Glauben. Wenigstens das wahr. Erste Mensch, der sagt, die Bibel ist nicht Gott sein Wort oder das ist nicht abrechtig, der weiß bloß nicht besser. Wenn der erste Mensch, der nur schon Gott glaubt, von dem, der dort antworten, das sind 24.000 Dinge, die angestanden sind, in der selben Zeit, wo das passiert wird, die würden das Matten annehmen, dass es so ist. Wo ist uns Glauben? Hebräer 11, Vers 1, was sagt, wir wollen nicht ganz durchlesen. Das sagt, Glauben ist das Fundament von den Dingen, die wir nicht kennen sein. Das hat zu tun mit Hoffnung, aber das hat zu tun mit dem Fundament von den Dingen, die wir nicht kennen sein. Auf Englisch ist das klarer als auf Deutsch. Das sind die wirklichen Dinge, für die wir Hoffnung tun, aber wo wir noch nicht sein können. Aber das sind wirkliche Dinge. In Vers 6 sagt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Unglauben ist es nicht möglich, für Gott zu leben, oder Gott wohlgevoll. Das ist nicht möglich. Das fehlt das Fundament von Glauben. So, was ist dann die Erfahrung von der Gebot? Was ist das letzte Gebot? Johannes 15, Vers 12 sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt, denn die Hauptsache der Erfüllung des Gebotes ist Liebe, von reinem Herzen und von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben. Weil wir uns neigen zum Gebet. Gott, wir danken dir, dass wir keinen Glauben haben in so einen Gott, wo das so klar in Wort hat. Danke schön, dass du nicht so freilich hast, wo es steht und wo es dort, aber das ist klar in dem Wort. Wir danken dir, dass die besten Gott von Leib, wo wunderbar, wo gut, das ist die besten Gott von Leib. Und die besten, wir sollen auch leben, dass die Leib hast. Gott muss die uns Verstand ändern, erneuern, durch dein Wort. Muss die uns haben, dass wir das können leben, dass es nicht bloß bei uns Hort kommt, aber dass auch ganz bei uns Hort, unser Hängen, uns Verstand, uns Mühe, dass die Dinge, die wir sagen, dass die Dinge, die wir tun, dass das kann von reinen Hort, von einem guten, reinen Gewissen und von wahrem Glauben dort kommen, aus wirklichem Leben für den Nächsten. Ich danke dir für die Dinge, die du gesagt hast, die Gebote, die du gegeben hast, die du klar machen, wo wir können leben. Dankeschön, Gott. Ich danke dir und ich muss dir segnen, von wie von hier gehen, dass wir abgebaut worden und stark geworden in uns Glauben. In Jesu Namen. Amen.